Grüße aus Alanya. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken an den ganzen Kommentaren, die abgeliefert wurden zum Mindestlohn. Und ganz herzlichen Dank auch an Thomas, was die Weginflationierung er angesprochen hat, der Schulden. Ich habe mittlerweile einen Artikel dazu gefunden gehabt, wie der Schuldenstand in Türkei ist. Also das Verhältnis Fremdwährung zur Eigenwährung, sprich die Auslandsschulden sind zu einem Drittel auf Lira-Basis und zu 2/3 auf Fremdwährungsbasis. Das bedeutet wiederum, wenn durch die Inflation würde sich der Staat dann quasi ins eigene Bein schießen, da man ja mehr Liras aufwenden muss, wenn es inflationiert wird, um die Fremdwährungsschulden in Fremdwährung zurückzahlen zu können. Den Artikel habe ich jetzt gefunden gehabt. Herzlichen Dank nochmal an dich, Thomas. Vielleicht hilft dir das weiter. Ansonsten wollte ich noch dazu sagen zum Ergebnis vom Ganzen, die hier leben in Türkei, haben selber am eigenen Leibe ja auch feststellen können, dass die Preise auf Euro-Basis auch steigen. Auch bei den ganzen Restaurantbesuchen, die ich da erwähnt hatte, so mit den 20 Euro für ein Steak, ist es so, die 20 Euro bleiben, aber das, was man dann auf dem Teller hat, ist in der Grammzahl reduziert. Also es sind man kennt auch die Mogelpackungen, die in Deutschland so mal ablaufen. Dann ist der gleiche Preis, aber noch weniger drin, ist dann halt in einem Restaurant der Fall. Aber auch bei allen anderen Sachen ist der Preis gestiegen. Wobei ich bei den Spritpreisen sagen muss, es hatte mal einen kurzen Ausschlag gehabt, war mal bei 1,30 Euro pro Liter, aber jetzt sind wir wieder runter auf unter einem Euro. Da muss ich sagen, da hat sich das mit der Preiserhöhung gut gedämpft zurückgehalten. Ja, und im letzten Video hat man es, glaube ich, nicht so ganz verstanden gehabt mit dem Mindestlohn, dass sich das auf alles andere überträgt. Und kamen Kommentare wie, ja, die Ausländer, die Einheimischen gehen ja eh nicht in Restaurants und etc. Dem kann ich nicht so zustimmen. Also es ging jetzt nicht nur um Restaurants, es geht auch um die Gemüse- und Obstpreise auf dem Markt, die de facto teurer werden. Und wenn halt auch die einheimischen Köche oder für die einheimischen Betriebe, die Restaurants haben, gehen ja auch auf den Markt und holen dann zu einem teuren Preis die Zutaten, und die müssen sie ja auch auf die Gerichtspreise dann halt auch wiederum umlegen, ne? Also es betrifft schon auch die einheimische Bevölkerung. Ja, und wenn das so weitergeht mit den Mindestlohnerhöhungen, ach so, es kam ja jetzt erst raus, jetzt wie die Zahlen tatsächlich sind. Wir sind da bei brutto 13.400 oder was, netto 11.400. Das macht dann brutto statt 500 US-Dollar ist es dann auf 570 knapp US-Dollar brutto an Mindestlohn gestiegen. Wenn man sich jetzt die Vergangenheit anschaut und projiziert das auf die Zukunft und jedes Jahr steigt dann der Mindestlohn auf US-Dollar-Basis, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir dann irgendwann an einem Punkt kommen, dass die Preise hier in Türkei genauso hoch sind wie in Deutschland. Und es wird dann noch schwieriger, auch für die Ausländer. Die Ausländer hatten ja immer so den Spaß dran gehabt, hey, die Euros kann man hier schön einsetzen, billig shoppen und Restaurant gehen, alles schön und gut. Aber wenn der Weg so weitergeht mit der Mindestlohnerhöhung auf Dollarbasis, dann wäre das Ende vom Lied, die Preise sind dann genauso hoch wie in Deutschland. Ne? Ich meine, in Deutschland haben wir ja auch Mindestlöhne, nicht so wie jetzt hier,
aber der Weg geht dahin. Ne? Man versucht, was Gutes zu tun, aber letztendlich übertragen sich die ganzen Preise auch auf Strom oder auf... die Türken, die rauchen auch gerne Zigaretten, ne? Und ja, das schlägt sich auch auf die Zigarettenpreise nieder und auch auf alle anderen Bereiche. Hängt alles miteinander zusammen halt, ne? Und in diesem Sinne, ja, das ist so das Ende vom Lied, würde ich sagen. Für mich ist es nicht gut, wie die Entwicklung ist. Für die Ausländer ist es auch nicht gut, die Entwicklung. Es wird immer schwieriger, hier Fuß zu fassen. Über die Baupreise hatte ich ja im letzten Video schon gesprochen gehabt. Die werden dann natürlich auch steigen demnächst. Also die Kosten werden steigen. Die Preise kann ich nicht sagen, weil man kann Preise auf den Markt werfen, aber wenn kein Mensch da ist, der es kauft, ne, werden die Preise dann nicht unbedingt steigen. Deshalb ist dann halt immer so die Nachfrage und Angebot und das reguliert der Markt wiederum. Ja, das sind so meine abschließenden Worte zu diesem Thema und ich hoffe mal, es wird nicht so schlimm wie in Deutschland. So, dann ist ein bisschen schwer, den Absprung dann von Deutschland aus hierhin zu schaffen dann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und ja, freue mich natürlich immer wieder auf Kommentare, regt meinen Geist nochmal an, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen Feedback immer ist sehr schön. Bis dann. Tschüss.